Schnell online Geld verdienen, das ist der Traum vieler, insbesondere dann, wenn man sich gleichzeitig vorstellen kann, auszuwandern und dort das online verdiente Geld gar nicht oder fast gar nicht versteuern muss. Wie das geht oder ob das überhaupt geht, damit wollen wir uns in diesem Video beschäftigen. Wenn du unseren Kanal schon ein bisschen länger kennst, dann weißt du ja, hier geht es vor allen Dingen um das Thema Auswandern, steuerliche Fragen, Businessfragen, rechtliche Fragen, die mit dem Thema Auswandern zusammenhängen. Das heißt, wir wollen uns natürlich insbesondere heute mit der Frage nach dem schnell online Geld verdienen auseinandersetzen im Kontext einer geplanten Auswanderung. Aber auch wenn du nicht auswanderst, dann mögen diese Tipps hier für dich hilfreich sein. Zunächst mal möchte ich vorausschicken, dass es fast ein Widerspruch ist, zu sagen, dass du schnell online erfolgreich Geld verdienen kannst. Ja, das alles braucht Vorbereitung, meistens viele Monate, manchmal sogar Jahre. Sicherlich, man kann sehr schnell irgendwo 100, 200 Euro im Monat vielleicht online verdienen über bestimmte Gigs, die man machen kann. Aber jetzt hier konsistent ein Einkommen im Monat zu generieren, das dir deinen Lebensunterhalt finanziert, sagen wir mal so 5.000 Euro plus im Monat, das ist schon eine ganz andere Sache. Jedenfalls, wenn du unter schnell verstehst, dass man letztlich hier über Nacht zum Erfolg kommt. Ein kluger Mensch hat mal gesagt, dass Erfolg über Nacht 10 Jahre dauert. Nun, 10 Jahre werden es nicht sein, aber du wirst vielfach natürlich schon mindestens ein Jahr hier investieren müssen, bevor du die Früchte deiner Arbeit sehen wirst. Das möchte ich nur vorausschicken. Und das wäre dann schon schnell ein Jahr eben. Ja, damit musst du dich auseinandersetzen. Das heißt, wenn du auswandern willst, macht es natürlich auf jeden Fall Sinn, dich schon langfristig darauf vorzubereiten, vielleicht dieses Business schon im Vorfeld aufzubauen. Hier gibt es dann einige steuerliche Implikationen. Das heißt, wenn dein Business zu erfolgreich wird, bevor du auswanderst, hast du auch wieder ein steuerliches Problem. Dazu wollen wir nachher noch ein bisschen sprechen. Nun möchte ich dir aber unsere 7 Ideen präsentieren, wie man schnell online Geld verdienen kann. Der schnellste Weg und wahrscheinlich auch der einzige Weg, wo man tatsächlich erreichen kann, dass man hier über Nacht schnell online Geld verdient, ist letztlich seine eigene Zeit in Form eines Jobs hier zu verkaufen. Wir haben Mandanten, die haben zum Beispiel IT-Jobs in Deutschland, die kündigen dann diese Jobs, wollen ins Ausland umziehen und nehmen Remote-Jobs irgendwo anders an. Also zum Beispiel, ich kann mich an einen Mandanten erinnern, er hat 120.000 Euro in einer Senior Architect Position in Deutschland verdient, ist dann letztlich ins Ausland umgezogen und hat einen Remote-Job in den USA angenommen. Hier hat er dann $400.000 im Jahr verdient, natürlich ein ganz krasser Unterschied. In den USA werden dort dann natürlich keinerlei Steuern oder Sozialabgaben abgezogen, denn die Position ist ja letztlich eine Position, für die man außerhalb der USA arbeitet. Insofern also keine US-Steuern und US-Sozialabgaben. Daher natürlich extrem wichtig, dass man dann in ein Land umzieht, wo es steuerlich auch dann so kompatibel ist, dass man dort praktisch keine oder nur sehr wenige Steuern bezahlt auf dieses sehr hohe Einkommen. Diese Stelle hat der Mandant schlicht und ergreifend gefunden auf einer der üblichen Jobbörsen, Jobmärkte. Da gibt's ja ziemlich viele, zum Beispiel LinkedIn oder auch die ganzen Jobportale, die man so kennt. Wenn du hier die richtige Qualifikation hast und IT ist natürlich eines der Gebiete, was prädestiniert ist. Ich kann mir nicht viele andere Jobs vorstellen, wo das geht. Dann kannst du ja tatsächlich über Nacht von einem Tag auf den anderen einen Job bekommen, auch einen Remote-Job und kannst somit also dann remote arbeiten, letztlich online arbeiten und dort dann sehr gut verdienen. Wie gesagt, ich halte diesen Weg hier Geld zu machen tatsächlich für eine Ausnahme, wenn es darum geht, schnell online Geld zu machen. Tatsächlich hier funktioniert es schnell unter der Annahme, dass du das richtige Profil hast. Alle anderen Ideen, die wir dir nun zeigen werden, brauchen natürlich deutlich länger in der Vorbereitung. Der zweite Weg, schnell online Geld zu machen, ist der, dass du auch wiederum deine Arbeitszeit verkaufst, diesmal aber nicht in einer Festanstellung, sondern auf einer der verschiedenen Gig-Websites. Ich nenne zum Beispiel mal Upwork.
Dort kannst du ja auch deine Leistungen letztlich anbieten, sei es nun im technischen Bereich, sei es nun im sprachlichen Bereich, im rechtlichen Bereich, wenn du Anwalt bist. Auf dieser Webseite gibt es alle möglichen Jobs und alle möglichen Freelancer aus der ganzen Welt, die dort ihre Skills und ihre Arbeitszeit anbieten. Das ist natürlich auch das Problem an der Seite. Es ist dort ein sehr großes Angebot an Fachkräften. Hier dich zu behaupten, ist schon wirklich schwierig. Hier musst du an einem Profil arbeiten. Hier brauchst du dann gute Reviews. Da gehört schon viel Geduld und auch Ausprobieren dazu, damit du hier letztlich dann auch bei gewissen Suchen nach oben kommst, wenn zum Beispiel Kunden hier nach Experten auf einem bestimmten Gebiet suchen. Das ist also nicht wirklich einfach. Man kann natürlich immer sagen, dass die deutsche Sprache hier doch relativ hilfreich ist. Eine deutsche Firma, die einen deutschsprachigen Softwareentwickler auf Upwork sucht, wird natürlich viel weniger Kandidaten finden als jemanden, der Englisch spricht. Damit kannst du dich also tatsächlich hervorheben. Aber natürlich, Upwork hat auch seine Nachteile und ähnliche Seiten wie Upwork. Du musst denen eine Provision bezahlen. Oftmals gibt es natürlich hier relativ tiefe Stundensätze. Also wie gesagt, da gehören schon einige Skills dazu, da gehört Erfahrung dazu, da gehört Ausprobieren dazu, Testen, damit du dort auch ordentlich verdienen kannst, ohne jetzt hier tatsächlich hier Sklavenarbeit machen zu müssen. Wie gesagt, es gibt etliche dieser Seiten, Fiverr kennt man natürlich auch oder so. Hier kann man, wenn man entsprechend eine Idee hat, wie man ein solches Dienstleistungsangebot verpacken kann, natürlich auch tatsächlich dann hier seine Arbeitszeit verkaufen. Ich würde als Vorbereitungszeit in diesem Bereich mindestens 3 bis 6 Monate rechnen. Ich würde dir raten, in deinem Heimatland, bevor du also auswanderst, hier damit zu beginnen, dein Profil aufzubauen, Gigs anzunehmen und so weiter, damit du dann, wenn du auswandern willst, tatsächlich auch dein Profil so weit aufbereitet hast, dass du dann auch tatsächlich die Erträge erwirtschaftest, die für dein Leben im Ausland dann notwendig sind. Bei den folgenden 3 Ideen, wie du schnell online Geld verdienen kannst, hängt es extrem stark davon ab, inwieweit du bereits eine vielversprechende Nische identifiziert hast. Oftmals braucht es extrem lange, um die richtige Nische zu finden, und dann, wenn du die Nische gefunden hast, dann kommst du auf einmal sehr schnell voran. Wenn du hier eine Nische hast, vielleicht hast du die bereits von einem vorherigen Business oder so kennengelernt oder du hast entsprechend Marktforschung betrieben, dann kann man diese Dinge hier relativ schnell lancieren. Wenn das erst noch dir bevorsteht, die richtige Nische zu finden, dann braucht das Ganze natürlich umso länger. Also Idee Nummer 3. Wir sprechen von einem YouTube-Kanal. Du weißt, bei YouTube kannst du ab 1000 Followern und 4000 sogenannten Watch Hours deinen Kanal monetarisieren. Das heißt, du bekommst dann von YouTube Geld für die Werbung, die YouTube dort zeigt. So, hier, wie gesagt, das größte Problem zunächst mal die richtige Nische zu finden. Wie kannst du einen Kanal aufbauen? Wie kannst du Inhalte produzieren, die tatsächlich auch ein Publikum finden? Das ist ja ein riesiges Angebot in YouTube. Und wie gesagt, hier gibt es entsetzlich viele Konkurrenten, die dir das Leben schwer machen. Ich kann dir ein Beispiel sagen. Wir hatten einen Mandant, der hatte über viele Jahre einen nur sehr mäßig erfolgreichen YouTube-Kanal betrieben. Insgesamt hatte er so 5000 Followers, hat regelmäßig Content produziert, hat im Monat vielleicht 200 € verdient, also sehr wenig. Dann hatte er aber auf diesem Kanal ein Interview mit einer Person und auf einmal ist ihm ein Licht aufgegangen. Okay? Also das war, nachdem er 3 Jahre diesen YouTube-Kanal schon betrieben hat. Er hat also ein Interview mit einem Gesprächspartner geführt und dabei ist ihm aufgegangen, wow, das könnte ein Thema sein. Hier kann ich mir vorstellen, dass das eine erfolgreiche Nische ist. Er hat dann letztlich den bestehenden YouTube-Kanal nicht mehr weiterentwickelt, hat einen komplett neuen YouTube-Kanal entwickelt zu dem Thema, was er in diesem Interview entdeckt hat und hatte innerhalb von weniger als einem Jahr 20.000 Follower und hat pro Monat von YouTube $4.000 dann zu diesem Zeitpunkt bekommen, also ungefähr auch 4.000 € nach nur einem Jahr. Ja, jetzt kann man sagen, okay, ein Jahr klingt ja ziemlich gut, aber wie gesagt, es hat ihn insgesamt 4 Jahre gekostet, dorthin zu kommen, wenn man hier die Zeit mit berücksichtigt, die er gebraucht hat, um seine Nische zu finden. Ganz ähnlich ist es natürlich im Bereich E-Commerce.
unsere vierte Idee. Im Bereich E-Commerce ist auch natürlich die richtige Nische zu haben extrem wichtig. Und dann ist auch wichtig, die richtigen Lieferanten zu haben. Denn hier musst du ja dann auch günstig einkaufen können, damit du vielversprechend verkaufen kannst. Auch hier kann ich dir viele Beispiele von Mandanten erzählen, die jahrelang hier versucht haben, die Füße auf den Boden zu bekommen beim Thema E-Commerce. Aber dann haben sie auf einmal ein Produkt dann verkauft, was sich dann verkauft hat wie warme Semmeln. Und da ist ihnen dann ein Licht aufgegangen. Da haben sie dann gesagt, okay, wir werden uns jetzt auf solche Produkte hier konzentrieren. Und schwuppdiwupp war das E-Commerce auf einmal riesengroß und sehr erfolgreich. Ja. Es ist immer dann einfach zu sagen, naja, das hätten wir uns auch schon früher denken können. Aber du fängst halt irgendwo an und wie gesagt, diese Zeit letztlich Trial and Error, wie man dazu auf Englisch sagt, die ist eben vielfach nötig, um hier letztlich auch die richtige Maßnahmen zu ergreifen, um die richtige Geschäftsidee umzusetzen. Daher würde ich sagen, wenn du die richtige Geschäftsidee schon kennst, wenn du schon eine Nische im Auge hast und du weißt, dass diese funktioniert, wirst du einen erfolgreichen Online-Shop innerhalb von 6 Monaten aufbauen können. Wenn es nicht so ist, dann wird es möglicherweise sehr viel länger dauern, 1 Jahr oder noch mehr. So, das war die vierte Idee, wie man schnell online Geld verdienen kann. Die fünfte Idee, Affiliate Marketing. Auch hier wiederum extrem wichtig, dass du eine Idee hast, was du machen wirst, dass du die Nische kennst, mit der du vertraut bist, dass du hier weißt, wie diese Nische funktioniert, dass du entsprechende Anbieter kennst, wo du dann verkaufen kannst. Und dann kannst du in relativ kurzer Zeit sehr viel erreichen. Und das gilt insbesondere heute im Zeitalter von KI. Denn wenn du genau weißt, dass du verkaufen willst und für was du ein Affiliate sein willst, dann kannst du letztlich Webseiten erstellen, den Content damit mit KI erstellen lassen. Insbesondere, wenn du schon eine Webseite hast, wo du letztlich eine gewisse Glaubwürdigkeit mit Google erreicht hast, dann ist diese Content-Erstellung mit KI besonders angenehm. Dann kannst du nämlich auf dem bestehenden Setup letztlich aufbauen und wirst dann relativ schnell gut gerankt. Aber hier muss man natürlich auch vorsichtig sein, denn es gibt eben Google-Updates und Google straft Spammy-Content natürlich ab. Also auch hier wieder, wenn du in der Lage bist, hier von Null anzufangen, aber die richtige Nische schon bereits identifiziert hast und weißt, dass diese funktioniert, kann ich mir vorstellen, dass du innerhalb von 6 Monaten eine erfolgreiche Webseite aufbaust. Ansonsten sehr schwierig und es wird möglicherweise Jahre dauern, bis du hier die Füße auf den Boden bekommst. Der 6. Weg, wie du schnell online Geld verdienen kannst, ist ein Weg, der nur dann funktioniert, wenn du ein bisschen Kapital hast oder vielleicht auch ein bisschen viel Kapital hast. Ich spreche hier von Airbnb. Das ist nun wirklich eine Möglichkeit, wie du wirklich schnell Kohle machen kannst. Wir haben Mandanten, die sich Wohnungen und Häuser eben hier in bestimmten attraktiven Städten weltweit hier gekauft haben und dann von einem Tag auf den anderen hier tatsächlich dann Geld bei Airbnb verdient haben. Auch hier natürlich braucht man ein gewisses Geschick und natürlich erstmal das richtige Kleingeld. Wo kann ich jetzt hier gut investieren? Welche Städte machen Sinn? Wo ist die Airbnb-Szene relativ weit ausgebaut? Wo besteht hoher Bedarf, hohe Nachfrage? Das ist ein Weg, der sehr gut funktioniert. Und dann gibt es natürlich dort auch zig verschiedene Variationen, wie man das Ganze betreiben kann. Also wir haben Mandanten zum Beispiel, die kaufen relativ runtergekommene Immobilien zu einem relativ günstigen Preis und lassen diese dann komplett renovieren, aber eben auch renovieren, zwar, dass es gut aussieht, aber jetzt möglicherweise nicht Tiefen sanieren, einfach nur so, dass es eben gut aussieht, sodass man es dann eben auf Airbnb vermieten kann. Andere mieten sogar einfach nur Wohnungen und vermieten diese dann. Also hier gibt es auch eben große Unterschiede und auch hier braucht man natürlich ein gewisses Händchen und Erfahrung. Aber wenn du das Ganze hast, dann kannst du praktisch, sobald dir letztlich die Wohnung gehört und du die auf Airbnb dann bewerben kannst, in sehr kurzer Zeit, innerhalb von einem Monat oder so, dann tatsächlich hier Geld verdienen. Wohlgemerkt muss man sagen, dass natürlich die Auslastung auch hier stark variiert. Das heißt, inwieweit du hier konsistent tatsächlich dazu kommen kannst, so viel Geld zu verdienen und auch in dem genannten Betrag, den ich vorhin gesagt habe, also 5.000 Euro im Monat, das ist natürlich schon möglicherweise ein bisschen schwieriger. Daher diese 6. Idee, um schnell online Geld zu verdienen, für viele wahrscheinlich nicht sehr realistisch.
Schließlich und letztlich unsere 7. Idee, um schnell online Geld zu verdienen, und die ist, ein Influencer zu werden. Jetzt wirst du vielleicht lachen, das ist ja auch schon ein Geschäftsmodell, wie natürlich auch hier die anderen, die es schon relativ lange gibt. Aber wir sehen es immer wieder bei Mandanten und wir haben ja etliche Mandanten, die Influencer sind. Wenn du deine Nische hier als Influencer identifiziert hast und vielleicht auch schon Follower und sowas auf Social Media hast, dann kann das für dich tatsächlich lukrativ sein. Aber auch hier würde ich sagen, du musst halt genau wissen, was deine Nische ist. Wie willst du dich verkaufen? Wie willst du dich repräsentieren? Was hebt dich vom Rest der Influencer ab? Dann braucht es Zeit natürlich, um hier ein großes Following zu bekommen. Das sind alles Dinge, die man sich gut überlegen muss, wie das Ganze funktioniert. Aber wenn du dort bist, kann es sehr lukrativ sein. Ja, also wir haben, wie gesagt, Influencer, die verdienen etliche 100.000 im Jahr dadurch, dass sie Brandprodukte bewerben auf verschiedenen Kanälen, dass sie dann auch eingeladen werden, zum Teil von den Brands bei Live-Veranstaltungen und so. Also da ist schon sehr viel drin, wenn du das tatsächlich richtig machen kannst und dann natürlich auch irgendwohin umziehen kannst, wo es steuerlich attraktiv ist, dann kann man dort schon tatsächlich hier ein sehr gutes Auskommen generieren. Wie gesagt, ich kann das von Mandanten bestätigen, die wir haben, die Influencer sind. Wir haben etliche Mandanten, die etliche 100.000 pro Jahr mit OnlyFans verdienen und die sich dann auch überlegen, naja, wo kann ich jetzt hinziehen, wo es dann besonders steuergünstig ist. Wie gesagt, natürlich, erstmal musst du natürlich generell hier damit einverstanden sein, diese Art von Business zu machen. Hier bei OnlyFans das sicherlich nicht für jeden etwas ist. Und natürlich, du musst auch hier wiederum deine Nische identifizieren. Das ist ganz wichtig. Hier gibt es ja auch sehr viele Konkurrenten, sage ich jetzt mal, in OnlyFans. Tatsächlich, die meisten Content Creator bei OnlyFans verdienen nur ein paar $100 im Monat. Das ist relativ einfach. Aber wenn du dann wirklich mal Hunderttausende verdienen willst und zu den Top Content Creatern zählen willst, dann musst du natürlich schon was einfallen lassen, was hier deine Stärke, was deine Nische ist. Wenn du dafür ein Gefühl hast, wenn du weißt, was das sein kann, dann ist natürlich dieser Weg ein Weg, wo du sehr schnell letztlich dann zum Erfolg kommst. Auch hier natürlich wieder muss man erstmal sein Profil sich aufbauen. Das kann auch einige Monate dauern. Aber hier kannst du auch in relativ kurzer Zeit, also in Anführungszeichen schnell, dann zum Erfolg kommen und kannst dieses Ganze hier vorbereiten, während du noch in deinem Heimatland lebst und bevor du dann auswanderst. So, das waren jetzt mal unsere 7 Vorschläge, wie man schnell online Geld verdienen kann. Wie gesagt, schnell muss man immer in Anführungszeichen betrachten. Du hast jetzt ja hier gesehen, also bis auf den Weg, dass man letztlich seine eigenen Skills und seine eigene Arbeitszeit in Form eines Jobs vielleicht anbietet am Markt, gibt es relativ wenig Wege, wie man über Nacht Geld verdienen kann oder ehrlich gesagt gar keine. Aber wenn schnell für dich bedeutet, innerhalb von einem halben Jahr, innerhalb von einem Jahr hier zum Erfolg zu finden, dann sollte das schon realistisch sein. Wichtig natürlich, dass du schon im Vorfeld weißt, was du wirklich machen willst, dass du Erfahrung hast, das funktioniert. Ansonsten musst du hier einfach ein Lehrgeld bezahlen. Und wenn du Pech hast für mehrere Jahre, das ist einfach so. Hinsichtlich Auswandern würde ich dir natürlich raten, fang relativ frühzeitig damit an, dich damit zu beschäftigen. Ja. Fang damit an, hier deine Nische zu finden. Fang damit an, vielleicht schon mal hier auch einen Testballon zu starten, dieses Business auszuprobieren. Es ist ja meistens nicht schwierig. Du musst ja nicht mal eine Firma gründen oder sowas. Das ist ja der Vorteil an den Online-Businesses. Du kannst da tatsächlich mal ausprobieren. Allerdings habe ich eine Warnung für dich, insbesondere wenn du in einem EU-Land wohnst und insbesondere Deutschland. Wenn du hier ein erfolgreiches Business aufbaust in Deutschland und jedes dieser Businesses, die ich jetzt gerade eben beschrieben habe, kann erfolgreich sein, außer natürlich die Festanstellung. Die Festanstellung ist kein Business, aber alles andere schon. Und das wird dann zu erfolgreich und du gehst damit dann ins Ausland, dann will dein Herkunftsstaat hier Steuern haben. Man spricht von der sogenannten Exit Tax, nicht die Wegzugsteuer, das ist was anderes. Man redet von der sogenannten Entstrickung. Ja. Das heißt, hier gibt es einen Wert, hier ist ein Wirtschaftsgut, was du geschaffen hast, zum Beispiel deine Marke, zum Beispiel Verträge, zum Beispiel Content, der dir ja passiv hier laufend Geld generiert. Und wenn du die dann einfach ins Ausland dann letztlich überführst, weil du in Zukunft im steuergünstigen Ausland wohnst, da eine Firma gründest
und letztlich dann in diesem Ausland dann hier Steuererträge generiert werden oder eben auch nicht, weil es steuerfrei ist, dann ist das für dein Herkunftsland, gerade Deutschland, ein Problem. Daher muss man sehr gut aufpassen, wie man das genau strukturiert. Ja, dass man zum Beispiel sagt, naja, so ein bisschen Geld mache ich vielleicht, aber nicht sehr viel. Es geht nur um ein Proof of Concept. Ich muss wissen, was funktioniert und was nicht. Ansonsten kann es eben steuerlich für dich hier Negativeffekte geben, wenn du ins Ausland umziehst. Wenn Online-Geld verdienen für dich ein Thema ist und du ins Ausland gerne gehen möchtest und hierzu steuerliche und rechtliche Fragen hast, dann würde ich mich freuen, dich im Beratungsgespräch kennenzulernen. Wir helfen seit fast 20 Jahren Mandanten dabei, ins Ausland umzuziehen, ihre steuerliche Situation zu optimieren. All die Beispiele, die ich dir gerade eben genannt habe, sind alles Beispiele, die wir in der Beratungspraxis erfahren haben. Wir haben sehr viele Mandanten und alle haben ähnliche Geschäftsideen wie die ich jetzt beschrieben habe, zumindest viele von ihnen. Wir haben diesbezüglich also sehr viel Erfahrung. Link zum Beratungsgespräch packe ich hier in die Beschreibung des Videos mit hinein. Ich würde mich freuen, dich dort bald zu treffen. Bist du Unternehmer, Freiberufler oder Investor? Zieht es dich schon lange ins Ausland? Mach heute den ersten konkreten Schritt in eine Zukunft mit mehr Geld und mehr Freiheit. Buche ein Beratungsgespräch mit Sebastian und seinen Kollegen. Unsere Kanzlei unterstützt Mandanten wie dich dabei, deine Steuerlast legal zu reduzieren, Vermögen aufzubauen und zu schützen und deine persönliche Freiheit zu maximieren. Profitiere jetzt von unserem Fachwissen und unserem Netzwerk. Gehe zu mandatierung.com und werde Mandant unserer Kanzlei.